Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid. Was ist ein gutes Motiv für einen Anfänger, dass man ohne Probleme auf ein wirklich großes erstes Quilltop arbeiten kann, ohne dass man in der ganzen Stoffmenge verloren geht, dass man ein bisschen die Übersicht behält und dass man sich entscheiden kann, möchte ich es ein bisschen schwieriger versuchen, ist das genau das, was ich möchte, oder möchte ich mein Thema während des Quiltens noch ein bisschen ändern. Wie wir das machen können, darum geht es in diesem Video. Herzlich willkommen bei Needle Engine. Mein Name ist Elke und wir legen los. Einen ganz herzlichen Dank an die Mitglieder für die finanzielle Unterstützung meines Kanals. Dankeschön. Wenn wir ein großes Quilltop freihand quilten möchten, ist die einfachste Idee, wir starten in der Mitte. Noch einfacher wird es, wenn wir unsere einzelnen Blöcke als Führung nehmen, um von einem Punkt zu dem nächsten zu kommen. Ich habe hier wieder den Windrad-Quilt unter meiner Maschine liegen und mein Windrad-Quilt besteht aus 9 Blöcken. Das heißt, in meiner Blockmitte habe ich ein großes Windrad. Dieses Windrad habe ich schon bereits mit einem Linealmotiv gequiltet. Ich muss also nun ein Füllermotiv rund um mein Windrad, um jedes meiner 9 Windräder arbeiten, sodass mein Quilt eine komplett gequiltete Fläche bekommt. Und diesen Zwischenraum, der hier noch ist, den möchte ich gerne freihand quilten. Die Quiltidee, die ich hier für diesen Quilt habe, ist, ich möchte ein verwirbelndes Blütenmotiv in meinen Quilt einarbeiten. Bei einem verwirbelten Blütenmotiv haben wir ganz viele Vorteile. Der Wind bläst einmal ganz viele Blüten auf einen Fleck, dann sind da wieder Stellen, da haben wir nur Wirbel, da ist überhaupt keine Blüte. Das heißt, wir können das Ganze gestalten nach Lust und Laune und nach für uns passendem Schwierigkeitsgrad. Als erstes quilten wir einmal um unser erstes mittleres Quadrat herum. Wenn wir das haben, können wir langsam zur Außenseite wandern. Und an dieser Außenseite zeige ich euch einmal das Motiv. Wir starten mit freien Bögen. Wir halten beide Hände so eng an der Nadel, dass wir noch führen können und so weit von der Nadel weg, dass wir uns nicht nach dem ersten Schwung schon blockieren. Denn hier kann ich jetzt gar nicht mehr weiter quilten. Ich muss mit meinen Händen einmal nachsetzen. Wir achten darauf, dass die Nadel im Quilt stecken bleibt und quilten einen Bogen. Unseren nächsten Bogen könnten wir nun in eine andere Richtung setzen. Wenn ich mitten in der Linie anhalte und wieder weiter quilte, dann entsteht ein Bruch in einer fließenden Linie. Damit wir diesen Bruch unterbrechen können, setzen wir an diese Stelle ein winziges kleines Blümchen. Ein winziges kleines Blümchen hat den Vorteil, ich kann, wenn ich unsicher bin, tatsächlich sehr eng greifen und der Platz zwischen meinen Händen reicht immer noch aus. Hier ist jetzt diese Stelle, an dieser Stelle möchte ich keinen Bruch haben, das heißt, ich quilte keinen Bogen, sondern ich quilte einen kleinen Kreis. Wenn ich das habe, lege ich um diesen Kreis kleine U-Schwünge. Meine Nadel setzt wieder an der Kreismitte an und das gibt mir die Möglichkeit, zwischen jedem Blütenblatt in eine neue Richtung zu wandern. Hier haben wir so einen geraden Strich, so. Hier ist nichts außer Wirbel, keine einzige Blüte. Ich möchte hier in dieses Feld noch eine Blüte setzen, das heißt, ich wandere zwischen 2 Blütenblättern raus. Wenn ich mag, kann ich dazu noch einmal um den mittleren Kreis in meiner Blüte quilten. Und ich wandere wieder weiter. Zwischen 2 Blütenblättern nach draußen. Mit einem Wirbel. Und ich stoppe an einer beliebigen Stelle. Und hier kann ich nun ein Blümchen ansetzen. Und wenn ich glaube, ich bin in Blümchen, die eigentlich immer super einfach sind. Ich habe euch verschiedene Blümchenmöglichkeiten unter diesem Video verlinkt. Aber wenn ihr mit einem Blümchen denkt, oh mein Gott, hätte ich das mal gelassen. Es ist ein verwirbelndes Motiv und es wirbelt kein Blümchen gerade. Das heißt, wir starten. Ein Kreis. Und aus dem Kreis heraus
können wir nun beliebige Blütenblätter wählen. Ich habe hier 3 Stück gewählt. Ein bisschen wenig für eine Blüte, aber die anderen sind im Wind abgefallen. Bring noch ein bisschen Tiefe in die Blüte. Und schon haben wir diesen Zwischenraum mit einem Blümchen gefüllt. Und hier können wir uns wieder in jede Richtung entscheiden. Ich möchte diesen Weg einmal in die eine und später in die andere Richtung arbeiten. Das heißt, ich quilte nun einmal vom unteren Blatt weg und wieder weiter. Bis zu der Stelle, an der ich gerne ein neues Blümchen setzen möchte. Und das kann wieder eine ganz andere Blüte sein. Wie wäre es mit einem Kleeblatt? Ein 3-blättriges Kleeblatt. Und hier seht ihr, habe ich verrissen. Das sieht nicht nach Blume aus, das sieht eindeutig nach einem Fehler aus. Was machen wir mit dem Fehler? Nehmt den Fehler mit, lasst euch durch diesen Fehler inspirieren. Wir können sagen, hier hat sich die Blüte umgeschlagen. Hier ist einfach die Blüte so ein Stück nach außen umgeschlagen. Dann würden wir hingehen und würden unseren Fehler nehmen und einfach unser Blatt erneut umsetzen. Wenn wir meinen, na, das sieht jetzt aber aus, als gehört das immer noch nicht dazu und das gefällt mir wirklich immer noch nicht, dann lasst uns ein Blatt dazu setzen. Und ja, ganz toll. Jetzt hat diese Seite ganz, ganz viele Linien und die anderen Seiten haben gar keine. Was machen wir denn jetzt? Wir haben immer noch nicht das Ergebnis und unsere Blüte wird nicht schöner werden. Setzt ein Echo um die beiden anderen Blätter. Fahrt wieder aus der Mitte heraus. Und ihr habt ein funktionierendes Motiv. Denkt nicht direkt daran, oh mein Gott, das ist nicht schön geworden, ich muss jetzt hier trennen. Nein, ihr müsst euch inspirieren lassen. Das Ganze wird wüst, das Ganze wird wild und wenn ihr dann nach einem misslungenen Motiv, ein Motiv, das richtig viel Zeit gekostet hat, weil ihr es habt retten müssen, wenn ihr dann nach einem solchen Motiv einfach denkt, boah, so werde ich in 100 Jahren nicht fertig und ich möchte jetzt einfach nur ruhig weiter quilten, dann macht das. Wandert wieder zwischen 2 Blättern hervor und quiltet Kringel. Und wenn ihr dann wieder ein bisschen sicherer geworden seid durch diese sich ruhige, gleichmäßig wiederholende Bewegung, setzt ihr ein neues Mini-Blümchen ein, eine kleine Butterblume. Wenn ihr merkt, ich sitze jetzt seit 3 Stunden und mir tun einfach nur noch die Schultern weh, oder ich habe meine Finger so verkrampft gehalten, das funktioniert auch nicht. Ich habe an meiner Maschine, wenn ich einen großen Quilt quilte, immer dieses Quiltrad an der Maschine hängen. Das kann ich mir dann einfach über meinen Quilt legen. Es hat 2 Knöpfe, über die könnt ihr das Ganze greifen. Ihr könnt auch die Arme drauflegen und das Ganze entspannt drauf halten. Und ihr könnt auch euren Quilt greifen und den mit festhalten, wenn ihr das Gefühl habt, der haut euch ab. Hier habt ihr also jede Menge Möglichkeit, das Ganze sehr gut zu halten. Und wenn ihr das habt, könnt ihr in einer ganz entspannten Haltung einfach weiterarbeiten. Unter diesem Reif bewegt sich der Stoff ein bisschen mehr. Ich lasse ihn sehr locker unter meinem Quilt liegen. Ich möchte es nicht zu sehr spannen. Findet heraus, was für euch am besten funktioniert. Jetzt wünsche ich euch ein fröhliches Drauf-Los-Quilten. Quiltet in dieses Thema alles hinein, was ihr gerne mögt. Blätter, Blüten, vielleicht auch Tiere. Was auch immer ihr ausprobieren möchtet, könnt ihr in diesem Motiv unterbringen. Gebt dem eine Chance. Halt, eine Sache noch. Die Illustrationen, die ihr hier auf meinem Kanal seht, die sind von meiner Tochter Judith Kürvers. Sie hat nun eine ihrer Arbeiten auf YouTube, eine kleine Kurzgeschichte, hochgeladen. Wenn ihr Lust habt, euch diese Kurzgeschichte einmal anzusehen, natürlich finde ich sie sehr, sehr schön. Schaut rein, ihr findet den Link zu ihrem kleinen Video, zu ihrer Kurzgeschichte unter meinem Video. Jetzt wünsche ich euch noch eine wunderbare Woche. Bleibt gesund und glücklich und denkt daran, was immer auch passiert. Einfach weiter quilten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.